Was, wenn ich ein Einbrecher bin? Oh Gott, bist du nackt? Hier ist Dr. Markus mit dem Hausbesuch. Zeig mal. Lass mal angucken. Mhm. Und, spürst du da was? Nee. Keine Nerven. Also wenn ich jetzt hier so... Boah, das sieht aber irgendwie auch verformt aus. Übel, gell? Ich auch. Hallo meine Freunde. Ey, da dürfen wir noch nicht hier. So darfst du mal reinschwenken hier. Aber mehr wollen wir noch nicht zeigen. So. Ich habe gerade das neue Update von League of Legends gemacht. Ach du Scheiße. Ihr wisst, je tiefer die Vorbereitung geht, desto aktiver wird die LoL-Karriere. Ey, aber sorry, bevor du weiter erzählst. Ich habe Alishas Finger gesehen. Ich weiß nicht, wie sie da die klassische Unterstützung in der Prep sein soll. Das geht schon, ist ja mittlerweile, die Küche ist ja mittlerweile voll automatisiert. Wie gut habe ich den Garten heute Morgen gemacht? Sieht aus wie mit der Schere geschnitten. Das sind ja ganz neue Talente, die kann ich ja bei dir noch gar nicht. Ich feiere Gartenarbeit seit neuestem. Vor allem wenn die Sonne so strahlt, habe ich so einen Rasentrimmer geholt und habe dann hier schön die Ecken noch sauber gemacht. Ich muss fairerweise sagen, das ist auch mit das Einzige, was ich hier mache. Außer gute Laune verbreiten, gell? Alisha, man hat es nicht leicht als Powerfrau. Danke. Nicht leicht, ist ein gutes Stichwort. Alisha hat es mittlerweile drauf. Die hat einen guten Kaffee gemacht hier. Und ich habe zahlreiche Hobby-Barista und Baristarinnen, oder wie sagt man das? BaristaInnen. Barista und BaristaInnen, um es ganz politisch korrekt zu sagen, so wie dir das auch gefällt, gell? Habe ich viele und lange und ausführliche Nachrichten, unter anderem auch Videos über 8 Minuten, die die Leute mir gemacht haben, bekommen. Also vielen Dank dafür. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass man, nachdem die Bohnen hier durchkommen, das ganze das Tumping machen muss. Also das Pulver reindrücken. Und der optimale Espresso braucht 10 bis 12 Sekunden, laut einem Abonnent. Ich bin mir sicher, der ein oder andere BaristaInnen in den Kommentaren wird mir da gleich noch ein eigenes Kommentar zu geben. Aber 10 bis 12 Sekunden läuft er dann hier durch. Und dann hat man da auf jeden Fall ein gutes Ergebnis. Aber Ja, ich würde sagen, das zeigst du uns mal. Alice, ich weiß nicht, welche Bohnen du da rausgelassen hast, aber die sind so stark, da könnte auf jeden Fall auch noch ein bisschen Schore aus Berlin mit drin sein. Also ein Espresso davon und du hast auf jeden Fall... Ja, ich glaube, unsere ZuschauerInnen würden es gerne mal sehen, wie du so einen Espresso machst, oder? Anleitung von Alice. Ha? Also man macht erstmal die Bohnen da rein. Ja, Die dürfen aber, laut AbonnentInnen, dürfen die nicht länger als, wie war es nochmal? ein Tag. Ja, die dürfen nicht länger als einen Tag liegen, weil eigentlich sind Bohnen feucht, fettig und das dritte Wort fällt mir jetzt nicht ein. Sauer. Ja, aber das hat doch was mit der Schmierigkeit zu tun. So wie deine Haare. Normal gibt es auch so ein kleines, wie so ein Haarspray und das sprüht man dann erst auf die Bohnen drauf. Jetzt ernsthaft? Guck, Jens, du musst doch mal erklären, was Ja, was passiert denn da? Entschuldigung, ich habe zuerst diese Bohnen, Stärke 8 von 10, hier reingemacht. Dann haben wir den Mahlgrad von 4. Dann hat es gemahlen, dann haben wir dieses Wort mit T, ich spreche es eh wieder falsch, das Tumping. Tampon. Tampon? Tampon haben wir eingeführt und dann haben wir das runtergedrückt. Genau, dann haben wir das jetzt da einmal so gemeißelt. Das darf jetzt nicht drüber oder nicht drunter liegen, weil sonst ist es schlecht. Als nächstes, dann stellt man das hier runter. Dann muss es zuerst ein Espresso sein, dann stellt man das hier um. Espresso, genau, tut hier auch okay. Dann kommt das jetzt da raus. Warum muss das erst ein Espresso sein? Wenn man zuerst einen Espresso macht und dann kommt der Cappuccino rein. Also wir müssen zählen, 2, Du bist 3, schon zu spät dran. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Du hast zu spät angefangen. Ja, fast perfekt. Wir haben noch 2 und jetzt Sekunden hat hier Spiel. so eine leichte Crema-Note. Wir kriegen jetzt eh ganz viel Hate ab.
Ist doch egal. Jeder fängt mal klein an. Dann nimmt man das hier raus. So, jetzt nimmt man Immerhin das haben wir hier. den Bentley unter den Kaffeemaschinen. Die Milch muss kalt Wurde sein. mir auch gesagt. Man nimmt ca. Korrekt. 120 Milliliter Milch. So. Ey, wir können Alicia bei dieser Weltmeisterschaft anmelden. Bei Baristas. Starbucks. Ne, Alicia arbeitet bei Starbucks. So, jetzt setzt man das hier oben an. Es darf das aber noch nicht berühren. Ah, jetzt muss man hier so Cappuccino oder Latte? Latte bitte. Lassen wir den Dampf raus. Jetzt braucht es kurz. Muss man ordentlich da rumschrauben. Nee, das dampft jetzt gleich. Wie teuer war denn die? Ah, Lassen wir das jetzt so. und diese Bewegung musst du auch machen. Ja, das muss man so lange machen, bis man das Ding nicht mehr anfassen kann. Weil das wird zu heiß. So. Kenn ich. Was bist du so sexualisiert heute? Was lange hier unterwegs. Okay. Schräg halten, schräg reinmachen. Kannst du da jetzt auch so ein Muster reinmachen? Ich habe noch keine So ein Schablonen. Leopard. Warte, ich will das machen. Ich habe noch keine Schablonen. Wow. Da braucht man keine Doch, da Schablonen. gibt es Schablonen. Nee, ich habe das schon mal gesehen. So, und jetzt, Auf Achtung. Instagram. Das ist. Dass man da so aus dem Handgelenk schüttelt. Kann man so eine Blume ziehen. Hier für dich. Wow, vielen lieben Dank. Gerne. Schmeckt wirklich gut. Das ist so eine, das ist so eine Markus-Antwort. Unsere FollowerInnen wollen noch wissen, wie teuer diese Maschine ist. 1399 im Sparangebot, aber ich habe 1199 gezahlt, weil ich das Muster mitgenommen habe. Das ist das Ah, Ausstellungsstück. das Ausstellungsstück. Sehr gut. Sparfuchs. Kannst du dich noch an den New Yorker Flughafen erinnern? Als wir angekommen sind und uns dann erstmal Kaffee geholt haben. Mit so einem Enthusiasmus will ich das eigentlich von dir auch hören. Dass man da hinläuft, kommt Musik, ein schwuler, dunkelhäutiger tanzt. Hey girls, and, what's your name? Alicia, okay. Und dann hört man nur dann klopfen die das immer so. Dann machen die das immer raus. Das muss ich einfach machen einmal für die Cam. Den hier. Kannst du das putzen da unten? Warum geht das bei mir nicht? Jetzt hättest du erst bei dem Modell bei 2000 Euro bekommen. Ja, scheiße. Ja. Ich glaube, ich lasse mir einen Schnurrbart wachsen. So viel Italiener bin ich schon. Ich will das aber doppelt getampt. Du nimmst also ein doppeltes Tampon. Was heißt denn Tamping? Warte, ich mache den Honey Rambot. Hey Siri, was heißt Tamping? Das neue Siri-Update ist auch Camping. krass. Camping. Das Campen. Hey Siri, was heißt Tamping? Bist du geistig? Was heißt, hey Siri, was heißt Tamping? Nicht Camping, Tamping. T. Wieso spricht denn Siri nicht mehr mit uns? Stampfen. Wieder was gelernt. Kommen wir jetzt aber zu Dingen, die ich besser kann. Zu einem Rice Pudding machen. Da machen wir schon 2. Hier im Post. Vor 3 Tagen wurden meine Kalorien angepasst. Jetzt kommen wir so in den Kalorienbereich, wo auf jeden Fall anfängt was zu passieren. Ich mag das auch, wenn die Kalorien gedroppt werden. Nur dann passiert was, Freunde. Es ist ja mittlerweile so ein bisschen der Trend geworden, dass man sich immer die einfachen Wege sucht. Viele benutzen jetzt mittlerweile auch Medikamente dafür, um abzunehmen. Muss ich sagen, ist... Also meinst du diese Abnehmspritze? Ja, genau. Hab ich auch Das gehört. ist der falsche Weg. Das weiß ich nicht. Du musst schon irgendwie eine Disziplin, einen Leidenswille mitbringen und dann da auch durchziehen. Ich sag mal so, es gibt natürlich Spezialfälle wie jetzt Menschen, die wirklich eine Krankheit haben, psychisch oder körperlich, wo man sagen muss, hey, die müssen die Medikamente nehmen, für die die auch gemacht sind. Wenn wir jetzt in den Bodyshaming-Aspekt reingehen,
jeder natürlich so aussehen darf, wie er möchte und wie er es gerne haben will und wie er sich in seinem Körper wohlfühlt. Aber den Fakt, dass Übergewicht schädlich ist für den Körper, by the way, ich bin auch übergewichtig, also es ist auch nicht unbedingt gesund, mit 130 Kilo Muskeln durch die Gegend zu laufen. Aber mit den 130 Kilo Fett als 1,70 Meter großer Mann oder Frau oder, wie sagt man, divers. Divers, ja. Divers. Ja, ist das Ganze auf jeden Fall besser dann abzunehmen. Kurz gesagt, wenn ihr jetzt 100 Kilo wiegt und auf 90 runterkommen wollt, müsst ihr keine Medikamente nehmen, dann müsst ihr einfach ein bisschen Leidensfähigkeit mitnehmen, ein bisschen Disziplin und einfach durchziehen. Das bringt euch tatsächlich auch charakterlich weiter, es macht euch stärker, es gibt euch mehr Willenskraft und sowas kommt immer gut an. Sowas macht euch einfach präsenter und stärker. In vielen Aspekten des Lebens. 100%. Egal, ob Produktivität, Gesundheit, 100%. Arbeit, scheißegal. Auftreten bei Menschen, so wenn du weißt, hey, ich habe klare moralische Vorstellungen, so kennt jeder irgendwie, ey yo, willst du auch ein Bierchen oder willst du auch keine Ahnung, eine Kippe? Und du dann sagst, yo, nee Mann, habe ich keinen Bock, ist nicht mein Ding. Dann zeigt es ein gewisses Maß von Stärke. Wenn du dich aber ja, so nachgehen lässt und sagst, ja, ich weiß eh nicht, was ich will und okay, dann probiere ich es mal. Das ist ja ziemlich schwach, finde ich. Dementsprechend lang ausgeschweift, aber finde ich ganz wichtige Information. Und jetzt gerade auch zum Sommer hin, wo wir uns oder wo sich viele in einem Kaloriendefizit befinden, tatsächlich ja, eine wichtige Aussage. Ich muss aber auch sagen, dass ich, wenn ich nicht mehr Wettkampf-Bodybuilder wäre, auch eine ganz andere Form machen würde von Diäten. Also es gibt verschiedene Herangehensweisen an das Ganze. Was ich tatsächlich damals immer ganz geil fand, wo ich noch meine Natural Bodybuilding Zeiten gehabt habe bei der GNBF, da gab es auch so ein erstes Mal so einen kleinen Hype mit dem Intervallfasten und ich habe tatsächlich dann auch eine lange Zeit Intervallfasten gemacht, bis ich Stefan kennengelernt habe und der gesagt hat, Junge, auf gar keinen Fall lässt du das Frühstück aus, da wird immer regelmäßig gegessen. Und ja, was der Coach sagt, das wird am Ende dann auch umgesetzt so. Ich mache das Ganze ja für ein Ziel, für ein Goal, um eben auf der Bühne besser auszusehen als in der Saison davor. Dementsprechend auch diese Off-Seasons, die ich mache, diese Bulking-Phase, wo ich ein ordentlich geschwollenes Gesicht habe und so. Kann ich mal was anmerken? Ja, klar. Es macht ja sehr die Runde, dieses Thema, wenn man Classic, Open und so. Und du gehst ja auch immer mit Humor ran. Aber es gab dieses eine Kurzinterview von dem Steve Weinberger, der selber gesagt hat, ich glaube auch in einem humoristischen Kontext, aber gesagt hat, ey, du musst dich entscheiden, er hat das Gefühl, du bist nicht, du weißt nicht ganz, was du willst. Oz right now, in my opinion, doesn't know if he wants to be a bodybuilder or a classic physique guy. I saw him, he was huge, he was here all week, he was huge. But yet he still had abdominals, he still had separation in his thighs. I mean, he's got to pick one or the other, because just sitting in the middle, I don't think is good. Aber ich denke mir, das ist ja eigentlich schon Quatsch, weil eine richtige Off-Season musst du ja auch als Classic-Athlet machen. Ja, klar. Eigentlich schon. Ich finde immer, du kommst dann zwar immer runter aufs selbe Gewicht, aber ich habe jedes Jahr einen anderen Look. Und ich war vor 2 Jahren beim Olympia, war ich zum Beispiel schwerer als letztes Jahr. Und letztes Jahr sah ich viel krasser aus. So. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass man das braucht und schon eine Off-Season machen muss, weil ja, zum einen musst du deinen Körper wieder richtig erholen, richtig voll machen. Und bei mir sind es dann halt nun mal viele Kilos, aber wir haben jetzt vor 3 Tagen die Kalorien angepasst und ich habe schon 2 Kilo verloren. Also das ist auch extrem viel Wassergewicht und so, was ich da mit mir rumtrage. Das muss man dazu auch anmerken. Es gibt halt Leute, wie einen Roman Fritz zum Beispiel, der fällt mir da mal als erstes ein, der zieht halt so gar kein Wasser und sieht halt das Ganze gut. Ich bin auch in Form, aber ich habe immer noch so eine Wasserschicht drüber mir oder so einen Wasserkopf, aber der ist zum Beispiel überhaupt gar nicht
tendenziell in der Lage, so wässrig zu werden, sag ich mal. Und da gibt es halt verschiedene Körpertypen. Würde ich jetzt auch, sag ich mal, eine andere Diätstrategie fahren können und vielleicht in der offenen irgendwo mitmachen können? Keine Ahnung. Ich denke schon. Stefan sagt auch ja. Habe ich da jetzt gerade Lust drauf? Jein. Du kannst dir das wirklich vorstellen? Ich könnte mir auf jeden Fall mal vorstellen, einen Wettkampf in der offenen zu machen. Das habe ich aber auch schon, ich weiß nicht, das müssen wir eigentlich, ich meine, das Internet vergisst ja nie. Und ich glaube, vor 3 Jahren oder so habe ich das schon gesagt, bevor jetzt die Leute kommen und sagen, nur weil Chris das gemacht hat, macht er das auch. Aber ich habe mir das auf jeden Fall früher schon mal gesagt, dass ich so einmal in meiner Karriere, bevor ich aufhöre, dann sage, hey, okay, ich möchte mal gucken, nicht unbedingt jetzt nochmal richtig aufbauen und so, sondern einfach schauen, okay, was ist, wenn ich nicht so weit runter muss mit dem Gewicht, sondern ausgefüllt auf der Bühne stehe, wie das Ganze aussieht und ja, wie man da abschneidet, so wie man neben anderen Leuten einfach aussieht, die im Schwergewicht starten. Ich meine, Markus hat vor 3 Jahren schon gesagt, ich wollte es gerade sagen, du bist dafür gemacht, fürs Schwergewicht. Ich erinnere mich an das Gespräch, wo ihr in seinem Gym saßt und Alicia mit dabei und Alicia sich so ein bisschen gewehrt hat. Genau. Und du aber gesagt hast, hey, Habe ich erst letztens einen Clip davon gesehen. Und ist definitiv eine Sache, die man schon ausprobieren will. Ich bin aber immer so der Typ, wo ich auch mir selbst nicht ganz treu war, muss ich auch Real Talk sagen, in den letzten 1-2 Jahren, wo es dann immer mehr zu der Diskussion kam, hey, okay, was wollen Kampfrichter von mir sehen? Und haben dann meine Posen umgestellt, wo ich mich dann nicht mehr ganz wohl drin gefühlt habe. Und seit diesem Jahr habe ich mir einfach gesagt, wisst ihr was? Ich mache das alles einfach, wie ich denke, dass es richtig ist. Ich meine, ich mache den Sport 14 Jahre lang und William Bonek hat es mir nur bestätigt im letzten Video. Der macht auch nur noch, was er denkt, was richtig ist, sowohl was Posing angeht, als auch die Ernährung, natürlich in Absprache mit Stefan, aber sein Körper und sein Geist sagt ihm schon so viel, dass er das auf jeden Fall selber steuern kann. Und ich habe mich da immer so ein bisschen verbiegen lassen von Leuten, die halt meinen zu denken, was besser für einen ist. Und sowas kann natürlich passieren, aber sowas nehme ich auch immer dankend an. Muss aber wirklich sagen, sowohl jetzt was paar Posen in der Classic angeht, als auch der Weg, machst du jetzt die offene oder machst du da mal mit? Ich werde Bodybuilding immer nach den Kriterien machen, wie ich es selbst lieben gelernt habe, beziehungsweise selbst am geilsten finde, ist einfach, ja, der einzigste Weg sozusagen, sich selbst wohlzufühlen, wo wir jetzt von Bodyshaming gesprochen haben, aber wo man sich selbst wohlfühlt in seinem Körper. Und auch wenn andere 150 Kilo wiegen in der offenen und irgendwie da so als Kühlschrank dran stehen, möchte ich einfach trotzdem ästhetisches Bodybuilding, klassisches Bodybuilding irgendwo representen, beziehungsweise an meinem Körper selber sehen. Und wenn ich selber nicht mehr ästhetisch aussehe, dann feiere ich es auch nicht mehr so. Und das war jetzt auch so in dem Aufbau, ich weiß zwar, es ist nötig, aber wenn ich den Bühnensport nicht mehr machen würde, würde ich niemals so hoch gehen, weißt du, vom Aufbau her. Ich würde immer gucken, dass ich athletisch definiert bleibe. Und dementsprechend, ja, bin ich auf jeden Fall gedanklich durch so ein paar Szenarien gegangen, was wäre wenn. Und das ist jetzt eigentlich ein geiler Abschluss von der Thematik. Und das kann auch der ZuschauerInnen mitnehmen, ist, dass man einfach Spaß haben sollte im Leben. Egal es hört sich jetzt so krass an, weil du stehst ja so kurz davor, einen Titel zu holen, aber wenn du keinen Spaß an der Sache hast oder generell mit dem Bodybuilding, dann läuft's nicht. Und du musst gucken, okay, wie kann ich den Spaß beibehalten, so. Wie kann ich gucken, dass ich trotzdem auch nach 14 Jahren noch sage, hey, ich mache das Ganze gerne und ich will da auf jeden Fall weiter Gas geben, weil sonst ist es auf jeden Fall ja nicht das Richtige. Und
da waren auch die letzten 1-2 Jahre definitiv der Wurm drin. Klar, natürlich hatte ich auch eine schwierige Situation privat und auch mit der Umgebung so in Berlin, wer sich noch an die Zeiten erinnern kann. Ich hatte ja auch auf dem Zweitkanal ein Video dazu gemacht. War alles nicht so einfach, aber ja, dann habe ich auch realisiert, Spaß im Leben ist das A und O und auch bei einem Profi. Und weil man sagt ja immer, ja, als Hobbyathlet, da kannst du richtig Spaß haben, aber als Profi, da musst du einfach dein Profi-Business machen. Da denke ich mir immer, hä, nee, ist doch voll Kacke. So, auch als Profi, auch wenn es dein Job ist, heißt es ja nicht automatisch, dass du den Spaß verlieren musst. So. Und das habe ich realisiert und seitdem gehe ich auch lockerer an die Sache ran. Denke nicht mehr so viel über die Zukunft, was heute ist und was in 5 Jahren ist, sondern ich gehe mit dem Flow. Wenn ich Bock habe auf Classic, dann mache ich Classic. Wenn ich Bock habe auf Open, dann probiere ich eine Open-Show. So. Und so sollte man auch durchs Leben gehen, sich nie versteifen und nie denken, hey, okay, ich bin jetzt in der einen Sache gefangen. So. Und das kann sich, glaube ich, jeder Zuschauer mitnehmen, weil viele Nachrichten mich auch erreichen mit, ich sag mal, ganz normalen Ängsten, die man hat als Jugendlicher und herangehender Erwachsener. Also ich habe Schule jetzt gemacht, soll ich Studium machen, ey, soll ich mich selbstständig machen? Mir schreiben Leute, hey, ich will auch im Fitness-Game an den Start gehen, wie soll ich mich verhalten, was soll ich machen? Ey, Jungs und Mädels, wir sind in einer Findungsphase in unserem Leben, in den 20ern, wo man einfach Sachen ausprobieren muss. Ich hatte jetzt das Glück, dass ich meine Leidenschaft mit 14 Jahren gefunden habe und da meinen Weg gegangen bin, aber auch da war es damals ja einfach ein weiter Weg, oder es war alles so weit entfernt davon zu sagen, hey, du machst mal damit Geld, du tust mal damit deinen Unterhalt verdienen. Das war am Anfang auch gar nicht die Intention und ich finde so mittlerweile wird oft so Geld als Antrieb genommen oder generell ja, sowas zu erreichen und das ist, finde ich, die falsche Herangehensweise. Deswegen die meisten, die ich dann auch im Bunker oder so noch gesehen habe, die trainiert haben, da hat irgendwie so die Leidenschaft gefehlt und eher dieses so, ich muss das jetzt machen, weil dann, keine Ahnung, schauen das mehr Leute auf Insta und dann muss ich das posten, aber irgendwie so hat die Emotionen und die Gefühle haben da drin gefehlt. So, jetzt habe ich bei allen Lebensweisheiten vergessen, hier den Reispudding aufzugießen. Guck, was wieder zurück ist. Das ist der Prep Reispudding-Kuchen. Den müssen wir aber wieder als Tutorial irgendwann machen. Ich glaube, das haben wir vor 3 Jahren oder so mal das letzte Mal abgefüllt. Zur Auffrischung für die ZuschauerInnen. Für die neuen ZuschauerInnen. Das sind auf jeden Fall ein paar. Aber das ist ganz geil, weil durch den Reispudding-Kuchen-Effekt. Durch den Kucheneffekt hast du in der Mitte so einen Fudgy-Kern und außen ist noch so ein bisschen ja, Kuchentextur. Und die kalten Himbeeren, die machen dann auf jeden Fall noch was Optimales. Jetzt benutzen wir noch den Sibam Salzstreuer. Ah, ja. Der war noch ein halbes Jahr voll, nachdem der da war. Ein Salz, Elektrolyte, immer gut vorm Training. Fertig ist die Mahlzeit. Wir werden auf jeden Fall kleiner. Aber das ist ein gutes Zeichen, denn ich kann auch wieder vernünftig spazieren gehen, ohne dass mir der Rückenstrecker zuläuft. Also es hat auch seine Vorteile, die Diät. Und dein Schwanz wird wieder größer, optisch. Ja, da ist nicht mehr viel zu machen. Wie hat Rich Piana immer gesagt, smaller your balls are, the bigger your fucking dick looks. Rest in peace an der Stelle. So, eine halbe Stunde ist vergangen, oder schon ein bisschen länger. Wir haben uns ein bisschen verquatscht, aber es darf auch sein. Deswegen gibt es jetzt erstmal einen Double Scoop. Und da wir schon Espresso hatten, brauchen wir noch was für den Pump. Deswegen Crank Pump Pro seit mittlerweile, wie lange gibt es denn eigentlich schon? Ich glaube, als ich 2019 zu ESN gekommen bin, überleg mal. Vor 6 Jahren. Auch mein erster Sponsor. Ja, gab es den auch schon. Also schon langer Begleiter von mir. Und seit neuestem auch das Black Forest Wasser. Man munkelt ja, das soll das Beste sein. Gute Wahl.
Kam übrigens auch von einem AbonnentInnen die Empfehlung. Lauretana ist, glaube ich, auch ganz gut. Also wenn ihr die 2 Wasser holt, seid ihr auf jeden Fall safe. Oder mit Code Polacco, den Crank Pump Pro, dann könnt ihr auch das Lidl Saskia Wasser benutzen, was ich die letzten Jahre auch benutzt hatte. Ja. Aber es ist auch hier liebe Grüße an alle meine türkischen Mitbürger, meine Jungs aus der Hut. MitbürgerInnen. Stimmt, wobei ich mit einer türkischen Frau bis jetzt noch nicht so viel Kontakt hatte. Aber es war auch bei uns in der Grundschule immer, ich hatte so Freunde, die waren Drillinge, Berghahn und Berghand. Liebe Grüße an euch, falls ihr das seht. Irgendwo auf der Reise, auf der ihr euch befindet, die hatten das auch immer am Start. Das ist schon nostalgisch, wenn ich das Saskia-Wasser trinke. Aber komplett abgeschwiffen. Ich habe eine Idee. Alicia hat sich vor fast 5 Wochen verletzt und die Vorbereitung hat angefangen. Und ich dachte mir irgendwie, für alle, die die Story ja von letztem Jahr wissen, mit Berlin und so und meiner Psyche, die ein bisschen angeknackst war, wie wäre es eigentlich, wenn ich mir einen Prep Buddy zulege? Ich meine, irgendwas brauche ich hier in meinem Umfeld, ja, was mir den Tag versüßt. Und aber du kannst dir jetzt keine zweite Freundin holen, das weißt du schon, dass das nicht... In manchen Kulturen, man weiß es ja nicht. Also, ich war ja in Kuwait und Spaß. Nee, aber in Bist Kuwait. Du konvertiert? Ich war in der Moschee, hab mir das mal angeguckt, das ist eine andere Story, aber da hatten die ein oder anderen wirklich mehrere Frauen. Ja, ich weiß. Das war eine ernste Frage. Das war krass, aber nee, tatsächlich glaube ich, das wäre taktisch für die Vorbereitung nicht so clever. Denn wir haben ja früh über Cortisol gelernt, im letzten Video von William auch. Und den Stress, den wollen wir vermeiden. Deswegen 2 Frauen, gleich doppelter Stress, gleich weniger Gains. Oder doppelte Entlastung. Ja. Ja. Okay, nee, also keine Frau, du bleibst treu. Keine Frau. Du bleibst treu, haben wir verstanden. Aber so in Richtung anderes Lebewesen. Ein Hund? Nee, Alter, so... Ich meine, mein ältester Bruder hat einen Hund und ich passe öfters auf den auf und das ist schon... Ich liebe Hunde, ich liebe jegliche Form von Haustiere, aber ich tue mir noch einen Hund noch nicht zumuten. Weil ich habe auch... Ich weiß nicht, warum ich jetzt Gänsehaut kriege, aber ich habe viele Leute in meinem Umfeld, die haben Hunde und wenn du dir ein Tier holst, ist schon eine große Verantwortung. Also es ist wie ein Hund ist tatsächlich, glaube ich, wie ein kleines Baby, was du daheim hast. Ja. Und wenn du das mal so, keine Ahnung, ich meine, wir sind beide eigentlich immer da, außer ich fliege dann irgendwo hin oder so und die Eltern haben wir in der Nähe, aber so, ich finde, wenn man einen Hund holt, dann muss man schon richtig grounded sein im Leben, richtig angekommen. Das werde ich irgendwann mal machen, wenn ich Familie habe, hoffentlich. Aber... Mit deinen 2 Frauen? Ja, 3. Und 9 Kindern. Aber ich glaube halt so, es gibt ja auch noch andere Tiere, Mann. Ich habe vorher natürlich auch recherchiert. Hier gibt es tatsächlich auch eine Tierhandlung. Und ich dachte mir einfach mal, hey, auf dem Freitag könnt ihr da mal vorbeischauen im Köln so. Aber du hast schon vor, diesen Prep Buddy dann nicht zu essen. Also der soll... Ja. Nicht, dass du den dann so ein halbes Jahr pflegst. Stimmt. Ja, und so ging es mir tatsächlich vor 15 Jahren. So bin ich zum Mann geworden. Wir hatten 11 Kaninchen, Zuchthasen. Jetzt ohne Scheiß? Okay. Und eines Tages habe ich mein Lieblingskaninchen dann verspeist. Verarschst nicht. Nein, ohne Scheiß. Also nicht, ich wollte ja nicht, ich war ja klein und aber so wurde ich zum Mann. Aber wusstest du das oder wurde es einfach aufgetischt? Es wurde mir hinterher halt gesagt. Jetzt muss ich sagen, steigt auch die Mental Clarity. Die Anglizismen sind on point auf jeden Fall, aber dieser mentale Fokus, den man so kriegt, wenn man die ersten 2, 3, 4, 5 Kilo verliert und dann mal wieder so Lebensenergie kriegt. Das ist was Feines. Dementsprechend nutzen wir doch die Energie und gehen erstmal Tiere schauen und danach Trizeps und Schultern zerstören.
auch auf dem Video? Ja klar. Und da zeigen, was geht? Alles klar. Was macht ihr hier? Digga, wir schauen nach Tieren. Ja, wir brauchen ein neues Auto. Wir nehmen den hier. Nee, nimm. 25er gebe ich dir. Ey, gib mal da oben Sushi essen. Schmeckt. Ey, ich hab's gerade gesagt. Ist geil, der Laden. Ich arbeite noch. Ja? 5. Shop Sushi, 6. Sechster Korean Tischgrill. Barbecue. Bruder, wo warst du, wo ich da war? Ich bin jetzt da, wegen dir. Wegen dir bin ich da. Ich mach Diät, Bro. Egal, geh hin, sag, du bist von Mehmet, dann passt es. Ey, das Ja, von Mehmet. Komm, wir sagen gehen wir gleich auf rein. Kamera. Ja, kein Problem. Wann arbeitest du wieder, Bro? Wann arbeite ich? Morgen. Ja? Morgen bin ich wieder da. Wie klingt das? Die Verlockung ist überall, Bro. Was sagt Markus Rück? Muss nicht schmecken, muss Ja, wirken, genau, deswegen. Ne? Ja. Der Hey, kennt. Jungs, ich Der wünsche weiß. euch mal viel Ey, Spaß. viel Spaß Passt dir. auf euch auf. Hau rein. Mach's gut. Ciao, ciao. Man kennt sich schon in der Hut, weißt Ja. du? Wir kommen von Mehmet, das sagen wir gleich in der Tierhandlung. Nee, bei dem Sushi ist er nicht in der Tierhandlung. Das zählt auch. Ja, nehmen alle Tiere mit. So, warte mal, da oben ist es. Herz und Verstand für Tiere seit 1969. Kölle Zoo. Kölle so. Warum Kölle? Das wollte ich mich eigentlich dich auch fragen. Einfach ein Hund ab 39,99 mit 20% Rabatt. Gucken wir mal, ob wir da drin noch eine neue Frau finden. Geil. So Kois sind schon was, Mann. Die sind auch schweineteuer, hab ich gehört. Deswegen fahr mal einen Wagen hierher. Ich gehe auf Tauchgang und schmeiß die dir in den Wagen rein und du fährst raus. Das ist Hundefutter aus. Das kann für uns auch gut sein. Wo finden wir denn die Tiere hier so? Also Fische sind alle hier, Kaninchen, Vögel, Nagetiere, alle da hinten. Okay. Und da sind nochmal Insekten. Ah, Insekten gibt's auch. Ja, Vogelspinnen, wandelnde Blätter, Gottesanbeterin. Ja, bitteschön. Gottesanbeterin hatten wir früher. Liebe Grüße an meine Brüder. Wir haben dann immer große, wie heißen die Ameisen? Feuerameisen geholt. Und haben wir haben eine kleine Beyblade Arena geholt. Und dann da drin die Gottesanbeterin gegen die Ameise kämpfen lassen. Ja, guck mal, da sitzt sie drin. Du musst auch gut Eiweiß haben. So eine Spinne als Prep Buddy? Ja. Vogelspinne oder so eine fette Schlange. Stell dir vor, du machst alle auf und lässt die daheim raus. Ich glaube, das war's dann mit Alicia. 15 Stück, 4,99. Guck mal, was da oben hängt. Alter, wandelndes Blatt. Ja, adoptieren statt kaufen. Gib einem Tierheim eine zweite Chance. Vögel finde ich voll geil, gell? Vor allem, wenn die zahm sind und die dann so auf den Finger drauf liegen. Aber die dürfen halt nicht zu laut sein. Ja, aber hier so ein Kanarienvogel? Oder? Wer sind das die ruhigen? Nymphensittich. Die sehen auf jeden Fall majestätisch aus. Das sind schon dicke Birds auch. Geile Friese auch. So wie ich letzten Olympia. Die machen gerade ihren Sonderzuschlag. Das würde dich motivieren, oder? Die machen gerade ihren täglichen Sonderzuschlag. Die müssen dann mit mir aufs Laufband immer. Das sind Degus, keine Ahnung was das ist. Aber die scheißen dir die Bude voll. Und da musst du jede Woche wir hatten früher auch Rennmäuse als Kinder. Was hat das denn noch alles für Tiere, Wir hatten Mann? viele Tiere. Aber die hast du nicht gegessen, die Rennmäuse? Nee, die habe ich im Wald vergraben mit meiner Mom. Die sind leider gestorben. Aber da mussten wir auch jede Woche das Gehege putzen. Und wenn wir die freigelassen haben, haben die echt die Bude voll geschissen. Deswegen, weiß nicht, so Rattenmäuse sind eher nicht so meins. So ein Hamster ist halt schon auch chillig. Der sitzt in seiner Bude. Aber mich stört halt der Gedanke, dass man so ein Terrarium braucht für die. Ja, irgendwie willst du Kannst die du mir auch rumlaufen lassen. Ja, stell dir vor, fliegt dann aus Versehen in die Pfanne rein. Davor durch Salz und Pfeffer. Und dann ist es auf einmal wieder passiert, 15 Jahre später. Hör nicht hin. Du wirst ein gutes Zuhause finden. Ja. Und das ist nicht in seinem Magen. Das ist das Papaschwein hier. Papaschwein? Das bedeutet, meine Aufgabe ist es hier, die Jungtiere zu erziehen. Also das bleibt hier. Gott sei Dank hast du noch mal Glück gehabt. So ein Hase willst du nicht. Schon, aber meine Mutter ist gegen Hasen allergisch. Ah, das ist nichts. Als Kind hatte ich auch Hasen. 11 Stück.
Dann hat mein Papa eins geschlachtet. Warum? Weil wir Hasen gezüchtet haben früher, als ich klein war. Und dann musste ich halt eins essen. Aber wäre schon cool auch. Ich suche gerade auf jeden Fall eins. Schwierige Entscheidung. Aber auch viel oder gleichzeitig viel Auswahl, aber auch gleichzeitig irgendwie doch eingeschränkt. Aber sag mal, hast du das mit Alicia schon besprochen, oder? Ich weiß nicht, wie es bei euren Frauen daheim ist, aber wenn ich bei meiner auf jeden Fall einen Vorschlag mache, gibt es ja eigentlich direkt erstmal Ablehnung. Direkt erstmal ein kritisches Ding. Und so war es auch damals bei dem Staubsauger. Und jetzt habe ich gesehen, sie hat so viel Spaß damit. Das blüht so auf, weißt du, das kann mit dem Tier nur genauso werden. Deswegen. Aber ich weiß halt, ein Hund ist eine extreme Aufgabe. Genauso wie eine Katze, da will ich schon auch da sein. Das ist dann eher was, wenn Familie schon da ist. Was toll ist dann für Kinder und so auch, mit einem Tier aufzuwachsen. Aber ich meine, ich kenne ja den Verschleiß an so anderen Tierchen. So Mäuse, die sterben dir weg. Einmal im Monat. Also jetzt kein Hate oder so, aber da ist einfach ein anderer Verschleiß da. Oder meine Rennmäuse sind, keine Ahnung, 2 Jahre alt geworden oder so. Aber keine Ahnung, ich will dann jetzt auch nicht so viele Gräber schaufeln bei mir. Kürbis, Karotten, Erbsenflocken. Könnte man schon essen. Aber steht nicht auf dem Plan. Deswegen. Hier, sowas überlege ich mir, das könnte man mitnehmen. Wenn Alicia dann bockig ist in der Vorbereitung, kann man hier auch mal ein paar Stunden reinmachen. Ja, Bro, die Suche war nicht ganz so erfolgreich. Ich würde sagen... Naja, doch, also... Wir haben uns mal einen Überblick verschafft. Inspirieren lassen. Das war ja der allererste Berührungspunkt, jetzt der erste Eindruck. Aber da jetzt einen impulsiven, spontanen Kauf zu machen, das wäre jetzt auch nicht mein Ding. Also die Suche nach einem Prep Buddy geht weiter. Also ich finde wirklich, so ein Kanarienvogel, der hätte schon gepasst. Ja? Ja. Ja, schon. Aber da musst du auch 2 kaufen. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Muss natürlich auch gucken, dass die auch einen Partner, eine Partnerin haben. Dementsprechend kannst du da auch nicht nur einholen. Aber ich würde sagen, wir gucken weiter. Wir haben ja auch noch ein paar Kandidaten oder einen, der mir da einfällt im Register, dem wir auch mal wieder einen Besuch abstatten könnten. Ich meine, kleiner Input, wer noch nicht drauf gekommen ist. Kämpfer, mittlerweile schon in Rente. Also als Rentner natürlich auch nicht so viel zu tun. Kann uns, denke ich mal, auf mittlerweile dem Bauernhof, auf dem er lebt. Ach, Stefan! Sicher, na, jetzt, Junge. Ich dachte, nach Kampfsportler und Rentner, weißt du schon. Aber der wird dir ein Schwein andrehen. Das ja, weiß ich jetzt schon. aber ey, ein Schwein ist auch nicht so verkehrt. Der gibt dir auf jeden Fall mentale Unterstützung beim Essen. Ein kleines Hausschwein. Weißt du, es gibt ja auch so kleine, die... Oh. Der hat nicht in den Rückspiegel geguckt. Der schöne Benz mit verchromten Felgen. Aber ich würde sagen, wir fahren jetzt dahin, wo wir wissen, was zu tun ist und was abgeht, und zwar ins Gym. Bis gleich. Schön wieder hier zu sein, tatsächlich. Ich habe ja schon mit echt Heimweh bekommen, als wir in den letzten Tagen in New York unterwegs waren. Wir haben ein paar neue Sachen, die wollte ich euch unbedingt noch zeigen. Denn es sind ein paar Raritäten, wie zum Beispiel diese Bank hier. Oh. Wo ihr euch denkt, nee, das klappe ich jetzt nicht auf und da ist gleich eine Gitarre drin. Sondern ihr habt ja die Übung vielleicht gesehen, die ich in einem der letzten Videos gemacht habe, mit dieser blauen Rolle immer an der Bank drauf. Und jetzt, wenn du hier siehst und jetzt von der Seite filmst, ich liege hier drauf und meine Schulterblätter, die können hier frei arbeiten, was halt ultra geil ist, weil ich mit dieser Trizepsübung und den freien Schulterblättern, die wandern können, einfach extrem geilen Reiz drauf kriege, unter anderem. Plus, wenn man hier, also ihr könnt es jetzt leider nicht fühlen, so weit sind wir noch nicht, aber das Gefühl auf der Bank ist einfach sehr, sehr geil. Und ich bin froh, die jetzt am Start zu haben.
So muss ich mir nicht immer ein Setup zusammenbauen. Heute steht auf jeden Fall Schulter-Trizeps, beziehungsweise Trizep und dann Schulter, andersrum, auf dem Plan. Alishas Todesgerät ist rausgeflogen natürlich. Ist verkauft. Mit Blut ist es wieder weggegangen. Hier kommt aber eine schöne 45 Grad Beinpresse rein. Wir haben nämlich hier einen Elite FTS Beinstrecker, ein sehr geiler. Denn der ist auch neu. Jetzt wird es ein bisschen nerdig, Geräte-Nerds lieben den Talk. Aber das ist mit einer der einzigsten, so sagt man richtig, Beinstrecker, die hier, wenn du mal hier von der Seite filmst, die gehen hier, also die Dehnung kannst du hier extrem rausholen, weil normalerweise, ihr kennt es von den Live-Fitness-Beinstreckern, die gehen bis hier und dann machst du hier so vorne die Bewegungen. Aber der hier geht richtig, also wenn richtig Gewicht drauf ist, der geht hier bis in die Kniekehle rein und somit hast du einen extrem dicken Stretch und ich bin hier auf 2. Also ich kann sogar noch eins deeper gehen. Dementsprechend ist das Teil richtig geil. Dicker Gewichtsdeck, hier auch viel Platz, wo man die Schenkel drauflegen kann. Und auch hier wirklich breit der Griff, wo ich mich mit Zughilfen immer festschnall, wo du hier geil rausarbeiten kannst. Also freut mich sehr, dass das Ding am Start ist und hier auch einfaches Gerät, aber was sehr geil ist, Hyper-Extension-Maschine oder ja, Gerät, wo du nicht nur deinen Rückenstrecker, sondern auch deinen Beinbeuger extrem gut drin trainieren kannst. Außerdem haben wir die Fenster, wie ihr sehen könnt, oder auch nicht. Ja, das ist, es ist eigentlich Nacht und draußen sind Scheinwerfer. So sieht es aus. Genau, wir leben in einer Simulation. Nee, die wurden milchig gemacht. Bisschen mehr Privatsphäre. Ja, ist einfach angenehm. Ich mag das auch so. Das gibt dem Ganzen nochmal so einen geileren Look. Und ja, das sind die Neuheiten. Wenn die Beinpresse kommt, seid ihr spätestens wieder mit am Start. Und was sich hier sonst so bewegt noch. Aber wir sind erstmal safe für die Vorbereitung. Alles Wichtige ist da. Jetzt geht's los. Wir sind 20 Wochen entfernt vom Olympia. Wann genau ist der? 10. bis 13. Oktober. Okay, das ist nicht mehr so Las lange. Vegas, Nevada. Normalerweise, wie gesagt, 16 Wochen vorher startet die Vorbereitung. Ich habe aber gesagt, hey, wir fangen jetzt schon an. Und es ist auch gut so, weil, wie du sagst, du bist eigentlich einer der wenigen. Ich habe noch 2 Kollegen, die gesagt haben, okay, also ist ja schon bald. Für andere, wenn ich das sage, was, 20 Wochen, ist ja noch ewig Zeit. So denken wir nicht, weil 20 Wochen können schnell vorbei sein. Gerade wenn man irgendwie einen Ausfall hat, wie wir jetzt irgendwie ein paar Tage krank gewesen, mal hier, mal da und schon sind es auf einmal nur noch 15 und dann nur noch 10. Und dementsprechend bin ich gerne deutscher Pünktlichkeit. Das ist meine deutsche Eigenschaft, die ich mir antrainiert habe. Bin ich gerne früh da oder früh in Form und früh in einer Position, wo man sagen kann, ey, okay, man hat noch Luft zum Spielen, man kann noch Anpassungen machen und so justieren, dass man gut hinkommt. Dementsprechend aber ist es jetzt wieder ein bisschen Scheuklappenmodus. Ich habe, beziehungsweise von Dennis, meinem Trainingspartner, den ihr vielleicht in einem der nächsten Videos auch mal sehen werdet. Kenn ich den? Nee. Nee. Dennis Reinhold ist auch ein deutscher Profi, der ähnlich wie ich trainiert, ähnliche Schwachstellen hat und nicht so weit weg wohnt von hier. Deswegen ist immer cool. Wir haben jetzt eine Woche zusammen trainiert, bevor ich in die USA bin. Und das hat gut geknallt. Der ist jetzt eine Woche nicht da, aber mit Trainingsbuddy kann man gut durchziehen. Spätestens, wenn ich wieder mit Dennis trainiere, gehen wir mehr in den Angriffsmodus, sage ich mal, und trainieren unser Ding. Ihr könnt da auf jeden Fall dabei zugucken, aber es soll jetzt einfach ein bisschen weniger Erklärung sein. Habe ich ja viel gemacht in der Offseason, habe ich viel Input gegeben. Und falls ihr Fragen habt, ihr könnt immer in die Comments schreiben oder mir eine DM, die lese ich meistens oder gib mir Mühe. Comments lese ich immer eigentlich alle durch. Da könnt ihr fragen, wenn es euch brennend interessiert, warum ich was mache, aber die meisten kennen meinen Trainingsstil. Wie gesagt, wenn Fragen da sind, haut sie raus, ich erkläre es euch. Wir werden auch wieder Videos machen, wo ich ein bisschen mehr Trainingsinput gibt, aber größtenteils wird jetzt geackert. Baby! Hä? Weißt du, wo wir waren? Ja. Hä?
Sie waren gerade in der Tierhandlung. Goldfisch. Nee. Aber wir gucken gerade. Markus. Was erwartet mich jetzt zu Das wäre Hause? doch süß. Was erwartet mich jetzt zu Hause? Weiß ich nicht, guck halt daheim. Ein Fisch. Nee, kein Fisch. Alicia und Tiere Ein müsst ihr Haustier ist wissen. doch was Markus, Tolles. ich will kein Tier, habe ich dir schon mal gesagt. Doch? Nein. Warum nicht? Der Staubsauger war auch schön dann am Ende. Alicia liebt Tiere, müsst ihr wissen. Ich will kein Tier mehr, habe ich dir gesagt. Hast du auch zufällig damals den Hamster gegessen? Nein. Junge Kaninchen. Wenn es ein Hamster oder Kaninchen ist, raus. Das ist kein Hamster oder Kaninchen. Ich will keine Katze. Nee, ist auch keine Katze. Hund, Affe, Schwein. Schwein. Ein Schwein, das finde ich süß. Ich merke schon, wo es hingeht. Ich werd mal Ding. Stefan Pütz Gib mir jetzt einen Tipp. zur Rat ziehen. Gib mir jetzt einen Tipp, was du so viel gewartet. Nix. Wenn du mich jetzt Was? anguckst, dann gehe ich. Was dich zu Hause erwartet, ist unter anderem eine Spülmaschine, die geleert werden muss und Wäsche, die in die Waschmaschine müssen. Ja, aber Überraschungen sind doch was Spezielles. Nee. Hier von unserem Haustier. Soll ich ein Bild zeigen? Das ist auf jeden Fall gut getroffen. Spaß, wir haben ja nur geguckt. Obwohl das Haustier sehr hörig ist. Ja. Ich muss jetzt trainieren, Schatzi, bis später. Weil du da irgendwas sitzen, ist mein Koffer weg, sag ich dir ehrlich. Ich stick in deine Worte ein hintereinander, denn du rappst so, als hättest du ein Kind. Boom! That's it. Tricep and delts done. Oder auf Deutsch fertig für heute. Machen wir Feierabend. Für alle zahlenden AbonnentInnen gibt es jetzt noch ein Posing. Ja. Nackt. Erster Link in der Videobeschreibung. Nacktes Posing im Static Atelier. Man sieht, wie die Intensität drin war. Es ging richtig bam, bam, bam. Trotzdem mit Satzpause 2-3 Minuten, aber es war ein Fluss, weißt du? Es war ein Guss und so muss es sein. Was haben wir jetzt gebraucht? 60, 70 Minuten fürs Training. Ja. Perfekt. So kann's weiterlaufen. Ab nach Hause.